Der Verdauungsvorgang bei Säugetieren. Zerkaute Nahrungsteile wandern die Speiseröhre hinab und landen im Magen. In der Magenwand liegende Drüsen versetzen den Mageninhalt mit Salzsäure, Lipase für die Aufspaltung der Fette und Pepsinen für den Abbau der Proteine zu Peptiden und Aminosäuren. Bei Pflanzenfressern zerlegen zusätzlich Enzyme Laktase, Sucrase und Maltase in ihre einzelnen Bestandteile Glucose, Fructose, Galaktose und Mannose. Der pH-Wert der Magensäure liegt je nach Anforderung und Zustand zwischen 0 und 4. Damit sich der Magen nicht selbst verdaut, sondern die Magenwände einen zähflüssigen Schleim ab, der mit Hydrogencarbonat angereichert ist und als Puffer wirkt, um die empfindliche Magenwand vor der Säure zu schützen. Am unteren Teil des Magens liegt der Übergang zum Dünndarm, Intestinum tenue. Im ersten kurzen Stück, dem Duodenum, wird dem Nahrungsbrei zunächst Galle zugesetzt. Diese grünlich-gelbe Flüssigkeit entsteht in der Leber und wird in der Gallenblase gesammelt. Diese neutralisiert die scharfe Säure und bindet Fette und Abfallstoffe. Aus der Bauchspeicheldrüse Pankreas werden nun durch den Pankreasgang Enzyme zugeführt. Diese fördern die Verwertung der in der Nahrung enthaltenen Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate, indem diese in die kleinsten Bausteine aufgespalten werden. Entlang der Darmwand liegen mikroskopisch kleine fingerähnliche Gebilde, sogenannte Villi, die noch mit kleinerem Mikrovilli bedeckt sind. Diese vergrößern die Oberfläche der Darmwand um ein Vielfaches, wodurch effizient Nährstoffe aufgenommen werden können. Durch Kapillare erreichen die Nährstoffe nun die größeren Venen und die Portalvene. Von dort gelangen sie zur Leber, wo sie gefiltert und zur Verteilung im Körper weiterverarbeitet werden. Peristaltische Bewegungen schieben den Nahrungsbrei weiter in das Jejunum und zum Ileum am Ende des Dünndarmes und schließlich zum Dickdarm, dem Kolon. In der Leber laufen die meisten Stoffwechselvorgänge der gesamten Verdauung ab. Die Nährstoffe wandern durch die Portalvene zur Leber. Hier werden Nahrungsbestandteile so verarbeitet, dass Toxine den Körper nicht schädigen können. Sie werden deponiert, bis die Giftstoffe über Darm, Nieren oder Haut ausgeschieden werden. Proteine werden synthetisiert, Kohlenhydrate in Fette umgewandelt und ebenso wie Kupfer, Zink und Eisen gespeichert. Verbrauchte rote Blutzellen werden abgefiltert und diverse Abfallprodukte aus dem Blut entfernt. Die Menge der im Blut vorhandenen Nährstoffe, Hormone und Vitamine wird direkt von der Leber reguliert. Am Übergang von Dünn- und Dickdarm sitzt das Cäzum, ein Darmanhängsel ohne wichtige Funktion, der Blinddarm. Im Kolon wird dem Nahrungsbrei das Wasser und alle darin enthaltenen wasserlöslichen Vitamine, Mineralstoffe, Salze sowie essentielle Fettsäuren entzogen. Der letzte, gerade Teil des Darmes vor dem Analgang und dem Anus wird Mastdarm, Intestinum rectum genannt. Hier sammeln sich all jene Nahrungsbestandteile, die der Körper nicht verwerten konnte, die Fäkalien.